वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्य जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति देशंबित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriya sayo visayoho khalu sarvatoho swat Labdha sudurlabamidam bahusham bhavante Manussamarthadamanitamapi hadhiraha Turnam jateto na pateto anumittu yavat Nistriyo sayo visayoho khalu sarvatoho swat Gauriya Goshtipati Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad told Jagat Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad told that we are here in this material world only for 2 days. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass wir wirklich nur 2 Tage in der Welt sind. So jederzeit kannst du die Welt verlassen. Es gibt keine Garantie. Also wir haben keine Notiz oder nirgendwo steht es geschrieben, wann und wie wir von der Welt gehen. So während wir dann in der Welt sein, dann sollen wir uns wirklich entscheiden, was wir jetzt machen, was wir wollen und was wir nicht wollen. So, wir sind schon so lang in so viele Körper, verschiedene Körper, was wir angenommen haben, sind wir durch verschiedene Universen gereist. Und jetzt haben wir den menschlichen Körper gekriegt, der was wirklich gemacht ist für Haribhajan. So, wir müssen unseren Geist fixieren und wirklich mehr und mehr jetzt auf die spirituelle Substanz, auf Haribhajan konzentrieren. Diejenigen, die was sich mit Maya vergnügen wollen, mit der illusionierenden Energie, sind wirklich nicht clever. Die, was intelligent sind, die gehen weit, weit weg von der Sinnesbefriedigung. Die sind nicht interessiert an dem. You are interested to enjoy. So, labdha sudurlabha vidam sambhavante, after long time, now today, we have the chance to take this human body. This manusya marthada manittam apiyo dhiraha. Manusya marthada means which can give actual meaning. Die Materie, die kann sich nicht vergnügen, sondern nur weil eben die Seele dahinter ist, die versucht dann, sich durch den Körper Vergnügen zu bringen. So durlabam sambhavante. Das ist so selten, dass man die menschliche Form kriegt. Die Seelen in der Welt, die wollen immer was zurückkriegen von dem, was sie machen, so dass sie sich sehr viel im Leben vergnügen können. Sie schauen immer auf das, was rauskommt,
was rausschaut für sie. Manusya Dharma Nitya Dhira Bhiya Dhiraha. Anitya, so der Körper ist unstabil, aber doch hat er die Möglichkeit, wirklich was daraus zu machen. Wir können uns Kadangaraja, an den König Kadanga erinnern. Die Halbgötter, die wollen ihm Segnungen geben und sie fragen, oh, was für Segnungen soll man da geben, was willst du? Und Kadanga Rishi, der sagt, oh, ich würde am besten wissen, was für Lebensspanne, wie lang meine Lebensspanne ist. So, wo er dann herausgefunden hat, dass er ganz eine kurze Zeit nur zum Leben hat, und hat er sich natürlich wirklich vollkommen ins Bhajan gestürzt. Und Parikshit Maharaj genau das Gleiche. Das haben wir schon oft gehört, von 7 Tagen, was er gehabt hat, dass er dann wirklich sich entschieden hat und gewusst hat, was er jetzt zum Tun hat. Hari Bhajan. So die, was Dhiraha sein. Also die, was keine Angst haben, die entscheiden sich, dass bevor sie den Körper verlassen, Durnam Jadeta Napadetta Nugrajava. Das ist ganz ein wichtiger Vers aus dem Bhagavatam. So Materie kann in so viele Formen kommen, also Spinne, also Insekt, also Fliege, also Mensch. Und so in jedem Leben versucht das Lebewesen dann einen gewissen Rasa, einen gewissen Geschmack zu kosten. So, das ist je nachdem, was du für Karma hast, für die letzten Leben, was du jetzt auf dich zukommt. Either ist es Leid oder Vergnügen. Aber beides bringt dich schlussendlich in Schwierigkeiten. Das ist nicht das eine oder das andere ist nicht besser. So, am besten denk immer nach, wie du Haribhajan machen kannst in dem Leben. Was kannst du wirklich draus machen? Das Beste aus dem Leben. Nishriya Saha. Was bedeutet das? Shreya und Preya. Shreya und Preya, die 2 Wörter hat Srila Prabhupada oft verwendet. Shreya bedeutet für das höchste Wohl. Und Preya ist das, was deine Sinnesorgane wollen, oder was? Nach dem, was die fragen. So Prabhupada sagt Nishreya Sa. So die Bedeutung von dem Wort ist, dass du Bhagavad Anugraha, Bhagavad Kripa kriegst, die Barmherzigkeit. So, Kripa, die kriegt man nicht direkt vom höchsten Herrn, sondern durch Guru und Vaishnava. Und das kann, die Gemeinschaft bringt uns dann das höchste Wohl, schlussendlich.
Kulasheka, der große Poet, das Südinen. So Kulasheka, der König, der betet Tag und Nacht, oh Krishna, Krishna, ich will zu deinen Lotusfüßen, ich will zu deinen Lotusfüßen, wie kann ich zu deinen Lotusfüßen kommen? Yajnavalkya spricht vor der Gargi in der Brihadaranya Upanishad. So, er sagt, er teilt das alles auf, was er hat, zwischen seinen zwei Frauen. Aber sie fragen dann, oh, durch das, dass du mir das überlässt, kann ich durch das mein höchstes Wohl erreichen. Aber Yajnavalkya kann keine Antwort geben. Nach einer gewissen Zeit antwortet er aber und sagt, na, mit der Hilfe von dem ganzen Anwesen und das, was sie, kannst du nicht das absolute Wohl erreichen. So, dann fragen sie die Frauen, warum verteilst du dann das? Oder was wirklich wert ist, was hat es dann für uns für einen Wert? So Dinge oder Sachen, mit denen man nicht das höchste Wohl erreichen, was haben die für einen Nutzen? So, ich will nicht Dinge im Leben ansammeln, mit denen ich schlussendlich nicht das höchste Wohl erreichen kann. Im 10. Kanto spricht Krishna vor die Gopikas, Mai Bhakti Bhutanam Kalpadayade. Also die Halbgötter, die kriegen den Nektar durch das, dass sie den Ozean quirlen. Aber der Nektar ist nicht wirklich ein Nektar. Du kannst vielleicht körperliche und du hast vielleicht keine Krankheit, du hast vielleicht keine Müdigkeit, du schwitzt nicht, du kannst dich vergnügen im Leben. Also du hast einen Körper ohne Krankheit, Leid und so weiter. Aber trotzdem, das ist nicht wirklich ein Nektar, kann man nicht sagen. Halbgötter, die vergnügen sich aber so. Aber wie lang? So, das ist nicht wirklich ein Nektar. Über den Nektar spricht er nicht. So, von den Dingen, wo man nicht das höchste Wohl erreichen, was soll man mit den Dingen machen? Die haben keinen Nutzen für uns. Nachher sagt er Yajnavalkya Rishi. Wer ist Brahman und wer ist nicht Brahman? Prabhupada hat über das vielmals diskutiert. Oftmals. Etat Aksharam, nachdem er die höchste Wahrheit erkannt hat. So, wenn du durch die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnavas das Omkara verstehst,
und realisierst, dass das Brahman ist, dass das der höchste Herr ist. Nachdem du dann über das Bescheid weißt, wenn jemand dann die Welt verlässt, dann ist er Brahman. Aber derjenige, der nennt sich ein Geizhals, wenn er sich eben nicht um das kümmert, das zu realisieren, die höchste Wahrheit. Weil er hat das Leben gekriegt, aber nützt nicht wirklich dafür, das sein höchstes Wohl, für sein höchstes Wohl zu sorgen. So, wer ist Brahman? Srila Prabhupada sagt, was verstehst du unter dem materiellen Geist? Dein Atma hat wirklich keine Verbindung, deine Seele hat keine Verbindung mit Materie, mit dem materiellen Körper und mit dem materiellen Geist. Aber die illusionierende Energie lässt dich glauben, dass das eben zusammengehört. Nur wenn die Seele versucht, sich zu vergnügen in der Welt, in Wirklichkeit der Geist existiert gar nicht. Der Geist ist nur ein Zwischenstück, was dir eben die Möglichkeit gibt, dann, obwohl du keine Verbindung hast mit Materie, dass er sich dann versucht, die Materie zu genießen. Und du kostest dann die niedrige Energie. So, die materielle Energie, die öffnet ganz einen großen Markt von Vergnügen. Verschiedene Formen von Vergnügen, verschiedene Arten von Vergnügen. Ein ganz großer Markt ist da offen für die, zugänglich für die. Und ganz nach dem, was du für die letzten Samskaras in deinem vorigen Leben angesammelt hast, nach dem Vergnügen gehst du dann. Du suchst dann das oder das aus. So Prakriti nimmt dann die Form an oder die Form. So you bonded soul, directly or indirectly, you will have to always maintain accuracy of your mind. You should think those things which you can see all around you is not an object of your enjoyment. It's all directly enjoyed. So die Sichtweise, was in der Welt eben haben sollst, ist, dass du wirklich alles siehst. Alles in der Welt, das sind die alles Gegenstände, was alle nur verwendet werden sollen für Krishna selber. Du hast nur das Recht, Prasadam zu dir nehmen. Das ist die Sichtweise von den Siddha-Mahatmas. Prabhupada hat oftmals gesagt, dass die verstrickte Seele, die versucht immer, sich zu vergnügen mit Materie. Aber Prabhupada sagt,
dass wenn du nicht wirklich fühlst, dass alles in der Welt unstabil ist, wenn du doch heute sogar noch ein Vergnügen hast aus der materiellen Welt kriegst, nachher sei das sicher, wenn du noch irgendein Vergnügen in der Welt hast, nachher kannst du nicht wirklich Harikatha machen. Aber durch Guru-Seva kannst du natürlich weiter und weiter aufsteigen. Also du kannst die ganzen falschen Wünsche langsam reinigen. Sobhagarishi. So Jajati, so, da ist keine Komplikation in dem Herzen. Die haben keine Vergnügungsstimmung. Die sagen aber, oh, wir haben so starke Wunsch nach Sinnesbefriedigung. So, die sind ehrlich, aber schlussendlich wollen sie auch die Kette von der materiellen Welt trennen. So, was soll sie machen? Die, was die Einfachheit haben, so Jajati, Sobhagarishi, Ajamil, die haben alle keine Falschheit in dem Herzen. Akama sarvakama mokshakama dharati devrena Bhakti yogena yajete purusham. So der ist auch ganz wichtig. Du kannst Kama haben, du kannst keine Akama haben. So, die Stimmung des Vergnügens, das drückt sich immer aus durch den materiellen Geist. So geht halt Anti und Separation. So Srila Prabhupada sagt, dass die, was wirklich ununterbrochen Guru-Vaishnavas-Bhagavan machen, nachher materielle Fesseln, die müssen sich auflösen, die können nicht für lange Zeit bestehen. Wenn sie selber machen, durchgehend, Bhagavad und Guru-Vaishnavas-Bhagavan.
So Maya hat keinen Zutritt. So Prabhupada gibt ein Beispiel, dass die, was sie in einem Drama spielen, da gibt es nicht wirklich eine Realität. Die Zuschauer, die denken sich, das ist real. Aber Prabhupada sagt, das ist die chronische Krankheit. Wir wollen ein Drama machen in der Form von Grihastha, von Brahmachari, von Sannyasi. Ein wirklicher idealer Grihastha, wenn du wirklich das Leben siehst von einem idealen Grihastha, so, die haben eine ganz große Verantwortung. Thakur, Siva's Pandit, Bhakti Pandit, Sivananda Sen, not Bhakti. Ideal Grihastha wie Srila Bhaktivinoda Thakur, Sivananda Sen, Siva's Pandit. So deren Leben ist komplett Meilenstein. Mahaprabhu selber sagt es auch. Ein wirklicher Grihastha hat eine große Verantwortung. Und die haben ein exzellentes Zugang zum Bhajan. So Grihasthas haben so viele Schwierigkeiten, aber die machen doch ihre Aufgabe. Eins nach dem anderen, aber alles in Verbindung mit höchsten Herrn. So Grihastha, die müssen eben Kontrolle gewinnen über Sinnsorgane. Grihastha, die haben die Aufgabe, Sadhu, Guru-Vaishnava, die verlassen sich auf Krishna, aber doch Grihastha machen immer was. Für sie, so täglicher Seva geht vor, sicher. So der ideale Grihastha hat einen höheren Standpunkt als wie Sannyasis sogar. Oder wirklich Sannyasis und Acharyas, die haben natürlich auch eine große Verantwortung. Die haben die Verantwortung über die ganze Welt, über die ganze Gesellschaft. Und die sich beschäftigen nur, was die essen und was das und das. So die Arten von Tyagis, die sind weltlos. So das ist der Trick von Maya, wenn solche Sannyasis, wenn das die Anzahl vermehrt. So wie in einem Drama, wenn die spielen oder sich eine Rolle spielen als Sannyas, Brahmachari und so weiter. Wenn das keine Realität ist, was hat das dann für einen Wert? Das ist wie ein Drama. So ist es gefährlicher und mehr gefährlicher. Solange dass sie nicht wirklich ein Seelenbewusstsein entwickeln haben und eine Entsagung haben für die Welt, brauchen sie nicht
den Gehastashram verlassen. So ist nicht gut, dass sie dann Safrankleidung tragen. In der Form von Brahmacharya und Sannyas. So die Leute in der Welt, oder das Publikum, die Zuschauer, die haben die meisten Ahnung. So, die werden betrogen. So, es gibt wirkliches Gold oder falsches Gold. So, das ist ein großer Unterschied. Wirkliche Tyagis, wirkliche Sannyasis, die sind ganz, ganz selten. So, Prabhupada gibt uns den Advice, den Ratschlag, geh, mach weiter und hör Harikatha, nimm die Medizin. Das ist eine Medizin, wo du wirklich Fortschritt machst und die Krankheit von der Illusion verschwindet, vergeht. So, er wiederholt es wieder, dass die Personen, die was nur irgendwas Interesse haben in der Welt, dann ist auch kaum möglich, dass die wirklich Haribhajan anfangen können. Die können starten, aber sie müssen sich im Guru-Vaishnavas selber beteiligen. Ich kann ein Beispiel geben. In Varanasi, auf der Hindu-Universität, dort war ein Professor vom Siddhanta. So ein großer Gelehrter, alle das sagen zu ihm, dass er ein großer Pandit ist. So he is coming, and that day he is taking chapati and sabji, everything, but by chance, wife forget to keep salt in his sabji. But that, that scholar of Vedanta is, is each and every step is very angry. He is speaking, you are cooking this sabji this way, I am not going to get nothing, no salt, nothing, no taste there. So, der Vedantist, der ist immer ärgerlich und der sagt, manchmal sagt er eben, oh, warum hast du das Salz vergessen im Essen und das und das. Okay, ich gebe dir das Salz separat, sagt die Frau. Aber er sagt, oh, wenn ich das jetzt im Nachhinein mische, nachher schmeckt es dann immer so. So, eine Frau hat dann zu ihm gesagt, oder eine nebenstehende Person, gesagt, oh, du bist ein großer Gelehrter von der Vedanta, so, du hast keinen Geschmack mehr in der Welt. So, du kriegst den höheren Geschmack den Geschmack von Brahma. So, wie ist es möglich, dass du einen Geschmack in der Welt kriegst? Und das war dann ein Wendepunkt in seinem Leben. Die Frau war nicht so gebildet, aber das, was sie gesagt hat, waren schwere Worte, und dass sich der Gelehrte dann wirklich Gedanken gemacht hat. Und er hat gesagt, oh, er lehrt Vedanta. Alle sagen sie, dass ich ein großer Gelehrter bin. Aber ich habe keine direkte Realisation. So, ich kann noch ein anderes Beispiel noch geben über direkte Realisationen. Big scholar coming, they are one by one going to pass their remark about Vedanta Sutra, Vedanta as a whole, and this Vedanta, even Sabha, actually big Dharma Sabha. After that, actually, when Sabha is going on, big scholar they are,
So, da ist eine Versammlung, da sind große Gelehrte, die geben Klassen über das Vedanta Tattva. Und wenn alle gesprochen haben, ist fast fertig ist jetzt das Programm, nachher der Maharaj, der was verantwortlich war für die Sabha, der sagt dann zu einer Person, die was eigentlich illiteral ist, oh, sprich doch ein bisschen was über Vedanta. Oh, für 10, 15 Minuten kannst du sprechen. Und der war aber scheu und der hat gesagt, oh, er ist kein Bandit von Vedanta. Und okay, wenn du jetzt jemand wieder fragst, was soll ich machen? Und hat angefangen zum Sprechen. Und dann hat der Vedanta erklärt, und die ganzen Bandits, die haben nur mal so die Augen aufgemacht, wie sie geschaut haben. Das ist kein Bandit, der ist nicht gebildet, aber er erklärt das Vedanta auf so eine Art und Weise. Das ist wunderbar. So, wenn das dann fertig war, die Versammlung, dann haben sie die Person gefragt, oh, wo hast du so ein Verständnis gekriegt, wo hast du die Sensibilität gekriegt, dass du das Vedanta so gut verstehst und wir haben keinen Erfolg. Dann gibt er zur Antwort, ich habe meinen Guru Maharaj zu meinem Gurudev selber gemacht, ich habe ihm alles gegeben. Und mein Guru Maharaj hat mir alles gegeben und er hat mich gesegnet. Und bei seinen Segnungen hat er was gefühlt. So, er fragt dann die Person, den Vorstehenden vor der Versammlung, was war dein wirkliches, bevor du den Zutritt gekriegt hast zu Vedanta, was war deine Herangehensweise, warum wolltest du das lernen? Und dann sagt er zur Antwort, ja, er wollte großer Gelehrter werden von Vedanta. Und dann gibt der andere zur Antwort, ja, genau das beschworen. So, du wolltest nie wirklich zum Vedanta beten und eine Realisation kriegen. So, aber ich bin illiterate, ich habe keine Bildung, aber ich habe immer zum Vedanta betet, oh, bitte gib mir Kripa, bitte gib mir Kripa. So, du kannst so viele Schriften lesen, du kannst dir die Schriften erinnern und kannst Titel kriegen wie Jai Pandit und so weiter. Aber direkte Realisation ohne Guru Kripa ist nicht möglich. Du kannst die Shastras nicht verkraften, nicht verarbeiten. Vielleicht ist dein Erinnerungsvermögen sehr hoch, aber du hast keine Realisation. So, Prabhupada wollte es immer aufzeigen, die Punkte. So, wir wollen uns aufzeigen als große Gelehrte, große Scholars, große Prediger. Aber wir sind nicht daran interessiert, Realisationen zu kriegen. Wir wollen so viel externes Wissen uns ansammeln, das und das und das. Wir wollen aufzeigen, was für große Pandit, was für große Sannyasi, was für große Gelehrte wir sind. Aber die Stimmung von Prabhupada war ganz anders.
So manche, die zeigen auf, oh, sie sind so entsagt. Zum Beispiel Mayavadis, die haben externe Entsagung, aber das ist alles wertlos. Das hat kaum wirklich, das sagen sie äußerlich vielleicht, weil das ist alles eine trockene Entsagung. Aber die Devotis, die sind immer beschäftigt mit Yukta Vairagya. Und wir wollen immer aufzeigen, oh, wir sind gelehrt, wir sind entsagt und so weiter. Aber das ist nicht der Prozess. Bhakti Pareshanubhav. Bhakti, Pareshanubhav, Virakti, Ranato, all simultaneously you can get. Bhakti, when you are going to get Bhakti, at the same time Bhakti, after that Pareshanubhav, at the same time. Pareshanubhav, Paro, Isho, Anubhav, direct feeling about that Supreme Lord, about your Seva, about Guru-Vaishnava. So when you are going to get Bhakti, be sure with that Bhakti, So wenn du Bhakti kriegst, Parayishanubhav, da kann man auch direkte Realisationen. Virakti Anyata. Automatisch kommt die Entsagung zu der materiellen Welt. Das ist ein ganz automatischer Prozess. Was wir in Krishna Seva verwenden können, wenn wir das wegwerfen, das ist trockene Entsagung. So die Dinge, die sollen einfach nicht verwendet werden für deinen eigenen Zweck, sondern für Krishna Seva. Yukta Vairagya. Bhakti, Pareshanubhav, Virakti, Ranatra, Choishatrik, Ekakalaha, Prabhupada Manasya. Those who are already having submission unto the lotus feet of Sadguru. Prabhupada Manasya, be careful. Prabhupada Manasya and those who are already having submission unto the lotus feet of pure Gurudev. For them. Otherwise, no question. So, Prabhupada Manasya, those are actually Prabhupada Manasya, those are actually full submission on the lotus feet of Guru-Vaishnava. Now, one example given here. So, die, was vollkommen hingeben sind zu Guru und Vaishnavas. Da gibt ein Beispiel, dass eine Person, die was für Tage lang hat sie nichts gegessen und ist so hungrig. So nachdem, wenn er dann Prasadam vor sich hat und dann anfängt zu essen, mit jedem Löffel, mit jedem Bissen, kriegt automatisch mehr Zufriedenheit und dass der Hunger gestillt ist mehr und mehr. Simultan geht das alles vor sich, dass er Zufriedenheit kriegt, sein Hunger wird gestillt, ganz automatisch, wenn er Bissen für Bissen vom Prasadam zu sich nimmt. Sutushti
So, Prabhupada hat niemanden die Chance gegeben zu rasten. Das ist die Technik gewesen vom Srila Prabhupada. Er hat sie alle in Guru-Vaishnavas-Bhagavan einteilt, ständig. Jeder, der was zu Chaitanya Maharaj kämen, alle hat gefragt, was für ein Seva machst du jetzt momentan? Und hat Prabhupada gleich gesagt, oh, mach den Seva, mach den Seva. So ständig war Seva verteilt in der Gaudiya-Mat von Prabhupada. Das ist das Geheimnis von Bhajan. So Prabhupada hat die Leute somit geheilt von ihrer materiellen Auffassung. Eines Tages sind 2, 3 Devotees zum Prabhupada gekommen. Das sind vielleicht 2, 3 Tage immer gekommen. Einer ist gekommen, oh, ich dachte, er ist so ein großer Prediger. Er hat was gesagt über einen jüngeren Devotee, der was nicht predigen gegangen ist. Er ist immer beschäftigt gewesen in der Mat, in verschiedenen Diensten selber. Eines Tages hat der große sogenannte Prediger was gesagt über die Person. Er hat gesagt, oh, der ist nicht gebildet, der ist immer im Tempel. Obwohl Prabhupada direkt den Seva zu ihm gegeben hat, dass er im Tempel bleiben soll. So Prabhupada hat es dann zu hören gekriegt. Und Prabhupada ist wie ein Löwe geworden. Er hat gesagt, wer bist du, was so eine Meldung zu geben? Sadhguru, der versteht das Herz von jedem sein Sevaka. Von all die Schüler. Die Nachricht ist dann zum Prabhupada gekommen. So, der hat immer an Prabhupada gedacht, der Schüler. Und Prabhupada hat genau Bescheid gewusst über das, wie viel Liebe der hat für ihn. So. Wir wollen uns aber selber vorzeigen als einen großen Acharya oder das und das. So ein Beispiel von Madhya Pradesh kann ich geben. Dort war ein großer Gelehrter. So, da war ein großer Gelehrter, der war arm, er ist nicht rausgegangen, um zu predigen. Und er ist dann eines Tages zum König gekommen. So, der König hat auch spirituelles Wissen. Also er war nicht nur eine materielle Person.
So als allererstes muss man die Krippe kriegen vom Bhagavatam. Nach einer gewissen Zeit hat er dann wirklich die Entsagung gekriegt und hat dann das Bhagavatam rezitiert an dem Ufer von der Ganga. Er ist nicht mehr vom König gekommen. Das ist der einzige Grund, warum er zum König gegangen ist. Er hat gesagt, wenn das Bhagavatam rezitiert, dann kriegt er große Spende. Aber jetzt, wenn die Entsagung mehr und mehr gewachsen ist, ist er jetzt in das Ufer von der Ganga gegangen. Und der König, der hat nachher angefangen, zu dem Bandit zu suchen. Wo ist er hin? Was macht er jetzt? Und überall schickt er seine Leute hin und versucht, Informationen zu kriegen. Aber er hat dann erfragt, dass er eben schon in Varanasi ist. Und nachher ist der König, der hat seine alte Kleidung gewechselt mit einer neuen Kleidung von einem ganz normalen Bewohner vom Königreich. Und nachher ist er gekommen zu dem Devotee. Und der Devotee, der rezitiert jetzt Bhagavatam und hat Tränen in den Augen. Und jetzt will der König wirklich von ihm hören. Weil jetzt rezitiert das nicht nur, weil er Geld oder Spende kriegt, sondern weil er wirklich mit Realisation, mit Tränen in seinen Augen, er voll verstanden hat. Wenn du jedes Kommentar genau beschreiben kannst oder darüber sprechen kannst, das ist kein Beweis. Oder es muss nicht sein, dass du dann eine Realisation über das hast. So der südindische Poet oder König und Poet, Kulashekha, der weint vom Vishnu, vom Narayan. Das sind ganz schöne Gebete im Mukunda Malastotra. Oh, Lokanath, Saka. Der Kulashekha, der große König in Südindien, hat ganz große Bhakti gehabt. Er betet zu den Lotusfüßen vom Herrn. Oh, Prabhu, Machanmana Phalamidam Matukaitava Mattavare Matpradine Mattanugresheva Tvat Pritya 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 Vedasya Hitva Vidam Vidimam Smara Lokanata Machanmana Phalamidam. So, hier habe Geburt genommen in der materiellen Welt. Aber ich denke, das ist jetzt eine Möglichkeit in der menschlichen Form. Madhukaitava. So, das ist mein Gebet an deine Lotusfüße. So, er betet, dass er das Gefühl kriegt, dass er der Diener vom Diener vom Diener vom Diener vom Diener ist.
Britte, Paricharcha, Britte. Itis mam smaralokan. So eine Identität, wenn du mir Identität geben willst, dann ist das meine Identität. So bete da zum höchsten Herrn. Wenn ich das direkte Gefühl habe, dass ich Diener vom höchsten Herrn bin. Das ist mein wirkliches Ziel im Leben. Srila Bhakti-Goswami hat gesagt. Oh, Kulasheka. Kulasheka ist ein Devotee gewesen. Aber Kulasheka, der wollte das Königreich aufgeben. Alle Minister, alle Sekretäre, Frau und alles, haben ihm alle betrogen. Deswegen hat er die Entscheidung getroffen, dass er verlässt jetzt das Königreich und vertieft sich mehr und mehr in Bhajan. Da war ein großer Tempel von Narayan. Die verehren dort Srila Narayan und die ganzen Sadhus mit Prasadam und Seva geht ständig vor sich. Und große Ornamente. Und eines Tages, da waren der kostbare Schmuck ist gestohlen worden. Wie das jetzt vor sich gegangen ist, hat keiner erklären können. Also es muss einer gewesen sein, der was mit mir dort ist. Aber wie kann ich das jetzt rausfinden? Ohne einen direkten Beweis kann ich keinen bestrafen. So ich muss zuerst einmal herausfinden, wer jetzt der Betrüger ist. So der König, der organisiert dann einen Test. Also der hat das so eine Vorrichtung bauen lassen, so ein Glashaus, eine Glasbox, wo du oben mit deiner Hand reinfahren kannst, aber innen drinnen in der Glasbox sind viele, viele giftige Schlangen. So der König ladet dann alle ein, die was im Königreich leben. So jeder muss jetzt die Hand reinheben.
So jeder muss ihm jetzt dann da die Hand reinheben. Aber keiner will, aber er betet zum höchsten Herrn, der Kulasheka, dass diejenigen, was unschuldig sein, die soll die Schlange nicht beißen, sondern nur denjenigen, der was wirklich das gestohlen hat. So, er gibt sich dann selber, er sagt, er ist der Erste, was er Hand reinhebt. Nachher haltet er seine Hand rein. Oh Schlange, passt auf, wenn jemand unschuldig ist, dann sollst du nicht beißen. So, und dann war dann der Premierminister, der hat sich eben nicht rein vertraut in das Loch und dann haben sie gewusst, das ist der Dieb. So, nachdem eben so viele Dinge passiert sind im Königreich, oh, die Königin, der Minister, das sind alles Abzocker, die schauen alle aufs Geld. So, deswegen hat er sich gedacht, besser ich verlasse den Ort und gehe. So, Prabhupada hat sie immer so geleitet, dass sie ja nie dem Sinnesvergnügen nachgehen. So Prabhupada sagt, du folgst immer deinen eigenen Weg. Pranipad, Pariprashna Sevaya. Das sind die 3 Prozesse, wo du wirklich Bhakti gehen kannst. Aber die meisten sind nicht bereit. Pranipad, Pariprashna Sevaya. Die meisten folgen ihren Geist. So, du hast vielleicht am Anfang hast du gesagt, oh, was für große Sadhus sein ist. Und nachher hast du den Glauben verloren. So die Art von Selbstmord kann ich nicht erlauben. So, wir sollen uns nicht in Maya bewegen.
Wenn du die absolute Wahrheit erreichen willst, wenn du wirklich daran interessiert bist, dann kann da keiner Probleme zubereiten. Du hast vielleicht gewisse Schwächen. So, das ist meine Bitte, sagt Prabhupada, versuch keine Fehler mit anderen zu finden, find die Fehler mit dir selber. Folg nicht der Stimmung von Ekalavya. Folg besser der Frau, der Pativrata Ramani, der Stimmung, was sie aufgezeigt hat. Nicht die Stimmung von Ekalavya. Ekalavya, der wollte ihm aufzeigen. Oh, er kriegt Kraft vom Gurudev. Er kriegt Kraft, Konzentration vom Geist, aber es hat nichts mit Bhakti zu tun. Gurudev hat nämlich niemals zugestimmt zu dem, was er macht. So, es kann dann nicht Bhakti sein. So der Stimmung, das soll man nicht folgen. Besser wir folgen der Pativrata Ramani. Was macht die Frau, um ihren Ehemann zufriedenzustellen? Sie folgt einem Prozess, wo sie ihren Swami, ihren Ehemann zufriedenstellt. So, wir müssen Chaitanya Mahaprabhu folgen, unserem Gurudev, Guru Varga, Guru Vaishnava, in der Linie von Shrauta Pantha. Wir folgen nicht dem Idealismus von einem Materialisten. Vielleicht hat er großes Ansehen in der Welt, aber wir sind nicht daran interessiert. In dem Idealismus von Srila Prabhupada sieht man niemals das Selbstmord, mörderische Art und Weise. So, Prabhupada, der hat große Gesellschaft aufgezogen, so da keine Probleme aufkommen. Manchmal Bhakti Madhav, Goswami Maharaj und der Abhakti der Prabhu, die sind zum Prabhupada gekommen. Oh, wir haben so viel Geld, wir sammeln so viel Geld, so viel. Aber wir wollen das Geld nicht zu dem Tempelpräsident geben, sondern besser zu dir. Aber Prabhupada sagt zu ihnen, oh, denkt ihr, ich weiß nicht über das Bescheid? Ich weiß alles. Was hat es für euch für Nutzen? Also sie haben gesagt, sie wollen die Gesellschaft verlassen, weil eben so viel Korruption da ist, aber Prabhupada sagt, was müsst ihr euch daraus machen? Denkst du da, ich weiß nicht über das Bescheid? Die kommen zu mir nicht für Haribhajan, sondern materiellen Wohlstand zu erreichen. Aber ihr seid gekommen, um Bhakti zu kriegen. So, kein Problem. Ich bin immer mit euch. Macht's weiter mit eurem Bhajan.
So diejenigen, was interessiert sind im Bhajan, denen hilft Prabhupada 100%. So versuch niemals andere zu kritisieren. Find die Fehler mit dir selber. Ich habe meine Aufgabe, ich handle als Acharya. So, es ist meine Aufgabe, starke Worte, strenge Worte zu sprechen. So, warum wollt ihr euch da einmischen in das? Das ist meine Aufgabe. Ich bin der Acharya. Ich handle als Acharya. Das ist meine Verantwortung jetzt momentan. So, Prabhupada hat sich das immer genau angeschaut. Shiksha Guru, Diksha Guru. Das soll kein materielles Konzept sein. Namarite Buddha. So, die ganze Zeit musst du denken, dass Gurudev nichts Materielles ist. Gurudev ist der höchste Herr selber. Tasmat Guru Prabhapada Shreya Uttam Jigyasham Shreya Uttam Satpe Parabanishatam Prama Passamasharam. So, ohne die Realisation von Vaikuntha Darshan kann keiner predigen gehen. Wenn du keine Realisation hast von dem Vaikuntha Darshan, Vaikuntha, das Symptom von einem abrakita Guru ist, seine ununterbrochene Stimmung für Seva. Induction inside. All the time Vaikuntha Bhava. He can act as Acharya. So der, was all die Zeit Vaikuntha Bhava in seinem Herzen sagt, der kann als Acharya handeln, der kann predigen gehen. Normale Leute ist nicht möglich für die zu predigen. Im Bhagavad Mahapuran steht geschrieben, wie du Tattva Gyan kriegen kannst. Wie kriegt man Bhagavad Tattva Vigyan? Also du kannst direkt das Wissen kriegen vom Bhagavad Dharma, über Gurudev. Guru und Bhagavan ist nicht verschieden. Hundertprozentige Hingabe, keine Lücke von Maya.
So, wenn du Guru wirklich so vollkommen hingehen bist, nachher ist es dann möglich, dass du das ganze Tattva gern zukommt und du es wirklich verstehst. So, der höchste Herr ist durch das extrem glücklich. So, der höchste Herr, der will sich sogar verkaufen zu so einer Person, der was ihren Atma komplett zu Guru gegeben hat. Aham Bhakta Paradino Yashvatantara. So, Bhagavan, der will immer kontrollierend werden von seinen Devotees, die was wirklich Sadguru folgen. Die meisten denken von uns, dass Prabhupada und seinem Lehrer so viele haben versucht, Fehler zu finden bei Prabhupada. Aber wenn Prabhupada der Acharya ist, warum heißt er dann die Aktivitäten für gut? All die materiellen Aktivitäten, was die ausführen. So wie Srila Thakur in 1914, dort haben sie streiten angefangen. Die haben gesagt, oh, zu der Zeit von Srila Thakur, der hat die Kirtan-Gruppen gerufen von Shantipur, dass sie singen. Es ist extrem schwierig, die Stimmung von Srila Thakur zu erkennen. Srila Thakur, der hat niemals Nektar gekostet, indem er die Bhajans hört. Bhakti Thakur war wirklich ein Shuddha Bhakta, kein Satya. So sind verschiedene Anstaltungen gewesen. Bhakti Thakur hat Harinam chanted. So Bhakti Thakur, der war so clever, dass er eben die Kirtas angeschaffen hat,
Nur damit mehr und mehr Leute zu kommen. So, wenn wir sagen, dass Bhakti-Sahaja-Kirtan, das ist eine Art von Technik. So Thakur hat die Kirtanier zum Yoga-Bit gerufen, die was von Shanti-Buch kommen. Prabhupada sagt aber, wir haben kein Recht, das Sahaja-Kirtas zu hören. Am Markt. Die haben keine Sinnesbefriedigung, keine Kontrolle über ihre Sinne. Und die versuchen solche Bhajans zu chanten. Von Radha und Krishna. So, Prabhupada sagt, zu der Zeit von Prabhupada sind so viele Devotees gewesen und die haben mehrmals Srila Prabhupada missverstanden. Und vielleicht einige sind sogar weggegangen, haben ihn verlassen. So this way always Prabhupada used to follow such a procedure so that maximum preaching can be done. Maximum. So Prabhupada, der hat eben immer so eine Prediger-Herangehensweise gehabt, dass alle immer Harikatha hören. Harikatha war das das Wichtigste. Wenn du schaust, was Prabhupada macht, dann kannst du ganz leicht einen Fehler machen. Große Sadhus wie Prabhupada zu realisieren, ist nicht so einfach. Du musst deren Siddhanta folgen. Wenn die Siddhanta Vichar sprechen, da werden sie uns nicht abzocken. Ansonsten können sie falsch anspielen mit dir. Und dann ist ganz leicht, dem zu missverstehen. So, wir wollen aufzeigen, aber wir haben eine Einweihung von Prabhupada. Wir sind mit Prabhupada für lange Zeit zusammen gewesen. Aber in Wirklichkeit können sie die Stimmung von Prabhupada nicht verstehen. So, auf die Art und Weise sind wir kann man immer weiter und weiter weg von dem Weg von Prabhupada. In dem Leben von Satguru und Vaishnava findet man Nugra und Nigra. Also wir können jederzeit Kripa geben und jederzeit können sie uns eine auf dem Deckel geben, sozusagen.
Guru und Vaishnava, die können die bestrafen und einen Kick geben. Wenn wir das aber dann missverstehen, wenn wir die Stimmung nicht verstehen, nachher haben wir in große Schwierigkeiten. Guru hat das Recht, dir einen Kick zu geben oder Krippe zu geben. I like to stop today with this, actually. Kipaya Harikatha murti dharam dharani bharharaka gaura janam janakadika vasala snigdha padam panamami sada prabhupada padam panamami sada prabhupada padam panamami sada prabhupada padam vanchakalpadurvasya kipasindhu bhavasya patitanam pavana bhaveshnabhyo namo.